Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greedfall. Mit mir der Steffi, Kurt und Vasco sind diesmal dabei. Und wir haben beim letzten Mal hier Entscheidungen treffen müssen, die zu einem Kampf geführt haben. Und jetzt müssen wir weitere, die können hier nicht weiter forschen gehen, dafür sind sie nicht ausgerüstet, wir aber schon. Also haben wir gedacht, wir suchen vom heiligen Matthäus weitere Schriften. So. Und das müssen wir machen hier hinten. Von hier kamen wir, glaube ich, da nicht hin, oder? Nee, das ist zu hoch. Ja, unmöglich zu erklimmen, genau. Das heißt, wir müssen da einmal rum. Vielleicht können wir aber auch hier rum. Oh. Nein, können wir nicht. Und von da drin auch nicht. Das heißt, wir müssen praktisch einmal hier hinten komplett wieder rum. Eieieiei. Naja, ich hoffe, die Tiere sind nicht nachgespawnt. Doch sind sie. Aha. Was? Naja. Das sind ja nur 2 gewesen jetzt. So, und dann können wir auch bald mal die Arenen machen, ne? Haben wir jetzt schon öfters gesagt, dass wir auch Arena machen wollen, noch in den anderen Städten. Die haben ja alle ihre Arenen und vielleicht haben wir dann etwas, was so freigeschaltet wird. Ja, schade, dass man das halt so dann nicht bergen kann, die Leichen, ne? Aber ist halt so. Ne, ich hatte den hier echt übersehen gehabt, die Leiche, ne? Naja, weiter. Keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss, gerade mal. Ja, hier waren wir ja schon, ne, oder? Ja, so. Hier müssen wir runter, aber diesmal nicht links. Vorher sind wir links gegangen. Wir müssen jetzt hier rechts rum. Sehr schön. Ich mag schnelle Kämpfe. So. Oha. Ich glaube, wir speichern dann noch mal. Ja, ja. Da gibt es 2 von. So ein welches. Och, das geht auch. Ja, wir sind definitiv bereit für die Arena, glaube ich. Okay, jetzt müssen wir gucken. Rechts ist noch was, wo wir... Ja, da ist auch eine Truhe. Ja, cool. Hier ist ein bisschen was zu finden. So. Jetzt müssten wir hier eigentlich hier lang, ne? Genau. Da müsste auch noch ein Lagerbereich. Tatsache, ich glaube, der Weg geht da sogar noch weiter. So. We should rummage through this area. If someone lived here, it must have been in a drier place. Ja, da hast du wohl recht. Erstmal den Lagerbereich hier. Sehr schön. Das waren alle alle Lager. Alle Lager waren das jetzt von dieser Map hier. So. Schwer, ne? Ah, okay. Wir müssen also jetzt hier hoch. Oh. Okay. Habe ich gesagt, wir sind Arena bereit? Jungs? Jungs?
Another one of those monstrosities. Bit of poison on my blade. Then let's go! Wow. Things are about to get dicey. Take a potion if you want to cast more spells. Move away. Things are about Ach doch, den kriegen wir. You're running out of energy. Drink a potion. Let's see if we can ward off this faint. Move away. Things are about to get dicey. Wow, genau reingesprungen. Move away. Things are about to get dicey. Take a potion if you want to. Jawohl. Das war ein, ja. Ach, geht eigentlich, ne? Ich glaube, wir können die Arena versuchen. A cabin. If I were an old hermit, this is probably where I'd have settled. Ja, ich glaube auch. Glaube ich auch. Gut. Ach so, ja, sind ja keine Ladedinger. So. Die sind auf jeden Fall Dingens an den Wänden. Some people have lived, but we will have to look further. Bit of poison on my blade. Then let's go! Move away. Da unten sind noch mehr. Mein Gott. Ja, aber ist klar, eine Höhle, ne? Und so. Boah, krass. Also, da müssen wir hin. Also gehen wir zuerst rechts. Wo es... Ah, okay, wo es jetzt gerade mal nicht weitergeht. Natürlich. Da kommen wir von hier aus nicht hin. Bit of poison on my blade. Potion if you want to cast more spells. Müssen sie ja sowieso auffüllen, die regeneriert sich ja nicht wirklich von alleine. So. Sehr schön. Guck mal, da kommen wir nicht lang. Hä? Hä? Wir haben doch da das Haus gesehen, da kamen wir jetzt aber nicht hin. Oh. Ja, wir finden... Ach so, wartet mal. Ich glaube, wir müssen... Wir gehen jetzt erstmal hier links. Ich glaube, wir werden dann sowieso weitergeschickt. Some murals and knickknacks. This could be the place where the saints settled. Let's take a closer look at these paintings. We may learn something from them. This mural is very ancient. It depicts an old man dressed as a priest, getting his face painted by a masked native. Okay. This mural depicts an old man praying in front of a face in the mountain. He's holding a rosary. Saint Matthias, praying to enon Frichtemen. Engraved tablets. They resemble the ones we recovered in Eden. We should take them with us. The researchers would be delighted to study them. There are some native symbols here and some letters I recognize, as if someone had tried to write in the native language using our alphabet. Men duistad in on Frichtemen. This is incredible. Saint Matthias would have known about the spirit of the island and would have prayed to him. Das wird einigen nicht gefallen.
I do not know these glyphs, but these spirals are native symbols. There are some words in our ancient language next to them. The light and the earth are the two faces of a same power. It's impossible to know if this is a translation or another sentence. But this is a message that would seriously displease the Inquisitors. Auf jeden Fall. So, das haben wir, ne? Ach so, nee, eins noch hier. It looks like a chaplet made of pewter. It's rather basic, but it was made a long time ago. And it undeniably comes from the continent. I seem to recall that Saint Matthias is almost always depicted using a similar rosary. I wonder what I should do with these relics. Eugenia probably didn't imagine that Saint Matthias lived his life in a way that's so different from what they advocate. As for Virgil, he wasn't wrong. Such a revelation will certainly cause a schism in Thélème. To think these old things could cause a civil war. Or long-lasting peace with the natives. It is a serious responsibility to decide what to do with them. But it isn't ours. Their saint, their decision. I already took sides in their quarrel. If I change my mind, I'm afraid that it might be seen as treason. I'll think about it on the way there. Let's go back to the researchers' camp. Jetzt müssen wir dann entscheiden, ob wir das... Aber das ist die Wahrheit. Es ist doch die Wahrheit. Und ich bin immer für die Wahrheit. Ja, manchmal sollte man sich, wenn es die Wahrheit ist, ne, und die Wahrheit tut meistens weh. Aber es gibt manchmal Sachen, da ist die Wahrheit nicht unbedingt gut. Aber das jetzt hier... Wir waren aber hier noch nicht. Da kamen wir ja gar kamen wir her, ne? Ja, da sind wir. Oder kommen wir? Hier kommen wir gar nicht hin. Oh, guck mal. Wartet, nee, da oben? Hä? Wir gehen nochmal zurück. Ne, nicht hier. Irgendwie... So, hier ist irgendwie, aber da... Doch. Jetzt können wir das endlich. Ah. Warte mal, haben die von der anderen Seite aus gekämpft? Jetzt kommen wir hierher. Guck mal. Hier hätte ich auch gelebt. Gerne. Oh. Schlösser knacken, ja, aber haben wir jetzt auch nicht wirklich viel. Giftresistenz. Oh, hier geht aber die Intuition. Ja, den Hut nehme ich nicht. Wir verteilen die Sachen noch im Camp dann aber, wenn alle dabei sind. Also, ja, schön. Das wollte ich doch wissen. Und dann haben wir noch was vergessen, glaube ich. So, wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Ach so, nee, das war... Genau, da waren wir ja drin jetzt, ne? Genau, das ist ja da. Ja, schon gut. Also bin ich jetzt doppelt und gemoppelt gerannt. Aber egal. Macht nichts. Gehen wir wieder raus. Und wie ich schon sagte, die Wahrheit ist jetzt hier, gerade auch hier, weil... Ja, die Wahrheit ist wichtig. Die ist einfach wichtig. Ich werde die Lügen nicht so wie der Typ verstecken. Wir gehen hier zum Lager und ja. So. Ja, manche Entscheidungen sind nicht einfach. Und trotzdem muss sie einer machen. Ach nee, ich wollte doch reisen. Boah, ich bin so in Gedanken, ne? So krass irgendwie. Ja. Das ist aber die Geschichte.
Und die Geschichte muss ja richtig erzählt werden. Ich versuche gerade mir selber gut zuzureden. Merkt ihr das? So, hier, hallo. So, did you find anything? Or do you need my help? Ach, geht ja gar nicht anders. We discovered a cave that was inhabited a long time ago by a whole group of people, mostly natives, who had obviously created a sacred site, as the place was guarded by a creature. And have you found traces of our holy founder? New relics? Perhaps some tablets? Ja, wir werden die Wahrheit sagen. There were also frescoes on the site, representing Saint Matthias. Frescoes? Tell me more. This is fascinating. He was shown having his face painted by a native. On another, he prayed to the god of the mountain. You can't be serious. You mean to say that our saint converted to the cult of the islanders? That is what emerges from our findings, yes. Other objects that I was able to bring back also point in this direction. Look, there are inscriptions. These tablets and also this chaplet. This chaplet? I cannot believe it. It is so... Excuse me. I cannot find the words to express how I feel. Ja, das You glaube must ich. come with me. We must go and present all these discoveries to the Mother Cardinal. You realize our entire dogma will have to change. So far, anyone who wanted to question it would have burned their fingers. Literally, alas. And you think that this time they'll listen? We have solid proof. All this evidence. With your support, we will convince her to reveal the truth. I see. I will do my best to help you. It seems we are arriving right on time. You did well to warn us, Brother Virgil. Virgil. How did you know? I'm afraid that Your Excellency's lies weren't very convincing. We were informed of your discoveries and of the danger they represent. We demand that you hand them over to us immediately, so that they can be destroyed. How can you even suggest the destruction of relics written by the hand of our founder? Out of love for our dogma, for our faith, and for our nation. But since you refuse to comply with our orders, you leave us no choice. Death to the heretics! A bit of poison on my blade, and let's go! Do you think you can face a woman of faith? I just fought my own brothers in faith. The fact that the Inquisition is after us is very disturbing, Excellency. We would do well to hasten to San Matthias. They will not dare to attack you there. And we will have to take care of Bishop Domitius. He will do everything he can to discredit us. You are right. All this proves is that I will not succeed without your help. There is a risk that the Mother Cardinal will also reject our discoveries. And I could bring Petrus with me. He will surely find the words to convince her. That would be most helpful. Father Petrus is renowned for his eloquence. In any case, we must present our research to Mother Cardinal as soon as possible. I will study the tablets one last time to make sure I know all their content. And I will meet you at the palace in San Matthias to plead our case. Understood. See you soon, Sister Eugenia. Be careful. Oh, wir müssen also da jetzt hin. Ja gut, wir sammeln schnell auf, wechseln die Gruppe und sind direkt auf dem Weg dann dahin. Weil wir haben jetzt anscheinend... Boah. Gefängnisschlüssel. Vielleicht könnte der Schlüssel uns doch nützlich sein. So, schnell. Ja, müssen wir Vasco doch wieder... Hätten wir ihn doch nochmal mitgebracht. Das war, glaube ich, wirklich so eine Quest. Ich glaube, der hätte uns jetzt hier bei den Gesprächen auch helfen können. Und er hätte uns vielleicht einen weisen Rat gegeben. So, Gruppe zusammenstellen. Leider, Vasco. Tut mir sehr leid. Und reisen zu St. Matthäus. Ja. Ja, die Minuten gehen runter. Deswegen geht jetzt leider nicht
dass ich jetzt gucken kann, wie das mit den Verteilungen der ganzen Gegenstände ist, die wir jetzt bis jetzt haben. Weil da sind gutes Zeug bei, glaube ich. Das können wir gut gebrauchen. So. Es ist jetzt zwar nachts, aber wir müssen jetzt gar... Okay, so viel Zeit muss noch sein hier. Wir müssen jetzt ganz schnell dahin. Nicht hier, sondern in den Palast. So. Ist die schon oben? Oder sind wir gerade an ihr vorbei? Ja, die ist oben. So, meine Freunde, hier sind wir. Wo ist sie denn? Oder müssen wir die ansprechen und dann kommt die? Your Eminence, I salute you. Lady De Sardet, what can I do for you? I must leave. Nee, die ist nicht. Naturally, Your Excellency. Hä? May the Enlightened always keep you in his divine blessing. May the Enlightened bless you. Ich hab doch jetzt den Petrus dabei. Oder muss ich echt warten? Wir müssen warten. 4 Minuten. Wisst ihr was? 4 Minuten warten wir jetzt nicht, sondern wir sind gleich wieder da. Da wären wir wieder. Und da ist sie. Ah, Your Excellency. We were eagerly awaiting your arrival. Sister Eugenia was just recounting me the tale of your achievements and telling me about the incredible discoveries you've made. These relics shed a new light on the last years of our founder. It all demonstrates that he hadn't evangelized the islanders, but, on the contrary, he would even have adopted some of their rituals, merging the cult of the enlightened and the cult of nature in a single dogma. These discoveries, if they can be verified, are extraordinary. But they also represent a great upheaval that could harm our nation. We must first verify their authenticity. You are the only ones who entered this cave. Could what you have witnessed been a falsification? Ich hoffe, wir können alles ansprechen. The cavern we discovered is located in a very remote place. There's no island or village nearby. It contains some ruined dwellings, but clearly no one has lived there for a very long time. Fraudsters would inevitably have left traces of their passage, and we have not found any. The entrance to the cave was protected by one of those giant creatures that the natives call a nardaig. These guardians usually protect sacred places and let no one enter without a fight. I had to kill this beast, which leads me to think that nobody had entered the cave for a very long time. We discovered ancient frescoes on the walls of the cave. They represent Saint Matthias without a doubt. He's depicted with his chaplet. In one, he is praying for the divinity of the island. In the other, his face was being painted by a native. I understand how shocking these discoveries are, but their antiquity proves that they are genuine. The tablets found at the site, however, attest that our founder had not abandoned the cult of the enlightened. He simply saw it as two different reflections of the same divine power. The relics could be authentic, Your Excellency, but we only have your word to convince us. The political and religious impact of these discoveries will be unprecedented. We risk schism, civil war, and who is to say that this is not a plan to weaken us?
Oh je. It seems that you only see the negative aspects of this discovery. But the reality is very different. By integrating some of the natives' beliefs into your dogma, you could build an alliance with them. Something no other nation has managed to achieve before. It is a good argument, Yes. Your Excellency. I hadn't thought about that. Your Eminence, all of this is grotesque and dangerous. The congregation is clearly trying to ridicule us. Even if these frescoes are real and old, who's to say they represent reality? This is surely the naive vision that the islanders had of our founder, nothing more. Our duty is to bury all this in order to preserve our nation from the heretical beliefs of the savages. Ich hoffe, dass wir beides machen können. You were so eager to bury our discoveries that you were ready to bury us with them. A group of the Ordo Luminis attacked us while we prepared to come here. Really? Your Eminence, I assure you that I had no idea. We would never harm a diplomat. It was probably the desperate action of an overly fervent group. But, alas, it is a fair reflection of what will happen if these discoveries are made public. You are responsible for the members of the Ordo Luminis on this island, Domitius. I am counting on you to ensure that this kind of act never happens again. Your Eminence, we are faced with a crucial choice for our nation. What does a man of faith do in such a dilemma? He prays and places his trust in the one who came before him and has shown more wisdom. Saint Matthias shows us a new way. If we are believers, can we really turn our backs on him? You surprise me, Petrus. You who are always so political. Yet your words seem sincere. You give me something to think about. Thank you. Does anyone wish to add anything? I understand your doubts about the future, which are inevitably caused by such a revelation. You hesitate just as St. Lucius did to tell us about the journey of his master. Yet in the end he revealed what he knew, and his words still guide Ptolemy today. Thank you for your testimony. I will now retire to think about everything and make my decision. After careful consideration, I have decided that it is my duty to reveal your discoveries to the world. It will take years for our theologians to study all of this, but our dogma must follow the path opened by Saint Matthias. Thank you, Your Eminence. I would be delighted to help with the study of these relics. I don't doubt it, my dear. And I would like you to take me to see this cave. I look forward to worshipping at the place where our holy founder ended his days. As for you, Your Excellency, I thank you for the help you have given us. Your sincere insight has encouraged me to make this difficult decision. It was my pleasure. Let me also thank you, Your Excellency. Without you, we would still be in the shadows. Und dieser blöde Orden, der Inquisition-Orden, ist endlich nichts mehr zu melden. Naja, zumindest, ne? Schön. Hier haben wir nichts mehr, oder? Lady, ja, die Hermine, da war das, ne, da, so. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Sehr schön. Dann leveln wir jetzt und kümmern uns dann. Dann machen wir Petrus weg und gehen mit Afra erstmal ihren Begleitweg. So, wir brauchen hier für 3 Punkte. Wir haben 2. Also können wir das noch nicht machen. Oh, wir haben hier aber Bischof. Ich gehe mal davon aus, der wird hier aufgeführt, dass der eine sehr wichtige Person ist und auch sein wird. So. Hier müssten doch auch meine anderen Begleiter stehen, oder? Normalerweise kann man die Begleiter... Gut, dann müssen wir wieder in unsere Wohnung. Aber ich sehe gerade, dass wir die Folge schon zu Ende haben. Also ich mach's kurz. Danke fürs Zuschauen. Ne, gar nicht. Wir können es nicht kurz machen. Können wir nicht. Weil es jetzt hier um echt was Wichtiges ging. Und zwar, die Wahrheit ist wichtig. Zumindest in diesem Falle, weil
Die Leute haben was angebeten. Naja, ihr wisst, was ich meine, ja. Die Leute haben ihren Glauben gehabt, der auf einer Lüge beruht hat, beziehungsweise, wenn das jetzt anders hier verlaufen wäre, würde es ja die glauben und versuchen, das auch noch durchzusetzen. Die versuchen, das als Wahrheit praktisch nach außen zu bringen. Und da muss man dann wirklich sagen, dass die wirkliche Wahrheit wichtiger ist, viel wichtiger ist, als wie das muss berichtigt werden. Und dann kann jeder immer noch entscheiden, selbst für sich, ne, freier Wille und so, was möchte ich glauben und was nicht. Ja, aber zumindest müsste jeder die Wahrheit kennen und darauf dann seinen Glauben ausrichten, aufbauen, wie auch immer. So, jetzt mache ich es aber kurz. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.